dahinter kämpft Daniel Get down in the car, one time give it all. Bust it open hard, let me see you jump. Get down in the, get down in the car. Get down in the car. Welcome to BTR TV. Madness on track. Get down in the car. Oh nein, da kommt Tommy. Da kommt. Und Ben holt sich mit dem Sieg einfach sensationell. Ja, hallo liebe Simracing- und Rennsportfreunde und ein ganz besonderes herzliches Willkommen heute hier am Nürburgring. Grande Finale. Wir sind am Ende einer tollen Saison angelangt, die bis hierhin alles geboten hat, was eine tolle Rennserie zu bieten hat. An der Stelle noch einmal einen ganz, ganz herzlichen Dank an alle Beteiligten, die geholfen haben, dass unsere Rennserie hier zu einem so großen Erfolg geworden ist. Aber natürlich auch an alle Fahrer, die bis zum letzten Rennen hier heute gekämpft haben. Leon hat sich eindrucksvoll im letzten Rennen zum Meister gekrönt, aber dahinter wird es nochmal richtig spannend und auch in der Teammeisterschaft geht es noch um was. Deswegen würde ich sagen, ohne weiteres Gequatsche, wünsche ich euch allen mal ganz, ganz viel Spaß. Welcome, ladies and gentlemen. BTR TV proudly presents the historic Formula One Masters 2025. The historic Formula One Masters 2025, only on BTR TV. But Sweden is a long way north, so yeah. Yeah. Where do you live, on the moon or what? But Yeah, I think most of the surfers are in Sweden. Because Sweden No. is cold. No. It's actually behind the moon. 9 minutes left, okay. Michael Traxler, Schupa, Russell, okay. So. So it should be starting very soon because it said 2 minutes ago was starting and it's pending. So. Mhm. 9 minutes, 20 seconds left. So Oh, it shouldn't be 9 minutes left. 27 is gonna start. And it's 29 now. Yeah, but I think you've got that much time to register, Yeah. What? which ain't much time. But you can register until qual is over. I hope. I think. I'm registered. I said register and I registered. Yeah. Okay. Yeah, Bill, me, Adam, Hilmer, Matthias, Mikhail, Russell, and Walker. So far. Yeah, Yeah. for me, I'm gonna load it again and see if. Oh, look at that. It's Yeah, sunny. now it's going. Now it's going. Yeah. So yeah, it's sunny. Yeah, as I said, and higher temperature on track also. The weather Tommy make together with the guys from Kaltverform. Yep. Wie viel Grad ist denn jetzt auf der Strecke? 21. Alles gut. Okay. Wollen wir so langsam in Team-Channel gehen? Ja, können wir machen. Hallo Pascal. Ja. Jungs, Hi. dann wünsche ich euch schon mal Hallo. alles Gute für die Qualifikation. Dankeschön. Ja, bis später. Bis später dann. Ja, und später. The only thing I regret is I don't have a bus. all the guys, you know, are gone. Oh, we're meant to be going now to our own team. I'm gonna wait until. Until your teammates come. Yeah, maybe. You can stay with me here. Yeah. Stay with me. Yeah. Oh, Mike's here. We're back in a sec. Yeah.
Okay, all the best for the quali. Yeah, I'm just gonna drive and have fun. That's Unser Tommy kommt heute wieder auf den letzten Drücker, der ist noch unterwegs. Und auch unser Byron ist heute hier nicht am Start, denn der ist vorhin das Rot Amerika 500 gefahren. Herr Stupper, treffen wir uns oben bei Code Braun? Ja, so machen wir das. Allen anderen viel Erfolg, viel Spaß. Euch auch, alles Gute. Good luck, everybody. Danke. Byron hat das Rennen auch gewonnen, zusammen mit seinem Teamkollegen und wird nachher als Co-Kommentator zu uns stoßen. We are here with Bill and Thomas. Bill, Ja. I was way out. Where are you? An der Stelle schon einmal ganz, ganz herzlichen Glückwunsch zu diesem sensationellen Erfolg. Putting my gloves on, that's what I'm doing. Okay, I'm going back to pit again, so we can socialize around the track. Hey, there we go. Are you ready? So I'm going out now, okay? Ich denke mal, Byron und sein Teamkollege werden dann irgendwann während des Rennens zu uns stoßen und mit uns ein kleines bisschen hier moderieren. It's just me and Michael to Jay Taylor. Thomas unfortunately has to work, so it's Yeah, Yeah. it might be only me for the first race, but then Byron, no Dom. Yeah. yeah. Okay, I shall speak to you later, guys. Yeah, talk to you. maybe Bye-bye. before the race start, I come in your chat to wish you all the best. Ben. Yeah, good luck. Yeah. Okay. Thanks, Patrick. Thomas Willershausen, heute der Einzige, der hier vom Team Northern Winter am Start steht. Und unser Wolfram schmeißt ja schon gleich mal seine Kiste weg. Wolfram hat schon mal sein Auto zerstört hier. I want to have fun, so Yeah. enough with the practice. But I'm really happy that we have Bill today in the grid Yeah. with his very, very nice paint. Wir haben Bill hier mal im Bild mit Abstand der älteste Fahrer im Feld. It looks like a Spartan. Bill ist sage und schreibe 75 Jahre Like a und Greek fährt hier fighter. trotzdem noch manchen Yeah. Jungen um die Ohren. I love your paint. Thank you. Ja. Und ich denke mal, für Bill wird es heute eher darum gehen, sich selber in die Nordschleife zu bezwingen, als vorne um den Sieg mitzukämpfen. I paint like this for my ancestors that were from It's quality time. Practice is over. Excellent. I think my... Ihr habt's gehört, das Training ist zu Ende und die Qualifikation beginnt. Right. So 50 minutes on qualifying. Yeah. Yes, box. All the Yes, best. box. Danke. Good luck, everyone. Danke. Oh, you must make a complete lap, complete invention lap. Yeah, as usual. You have to. If you do incident ones, it's gonna be bad. Und was mich auch sehr, sehr freut, ist, dass wir heute Helmut Weber am Start haben, der heute hier sein BTR TV Racing Team tatkräftig unterstützt im Kampf um die letzten Podiumsplätze in der Teammeisterschaft. Und hier haben wir Helmut auch mal im Bild im klassischen Ferrari-Design. I don't think I got time to do it again. Und Helmut ist heute richtig schnell hier unterwegs. Und direkt hinter ihm sein Teamkollege Luke. Und Luke kämpft heute noch um den zweiten Platz in der Meisterschaft. Qualifying is 50 minutes. In dem Verlosungstopf ist auch noch unser Wolfram und unser Ben. Da bin ich mal gespannt heute. Well, I might as well just ready for race. But usually, Ben, Bill, you do bank lap first, then you go faster. Oh, I see. Und hier haben wir auch mal einen ganz neuen Namen heute hier in der Startliste. Matthias Schupper ersetzt Damiano Volpe, nachdem dieser bei den letzten Rennen einfach nicht mehr gekommen ist. Too bad I'm too slow. Er hat hier im Fahrzeug noch ein paar Eingewöhnungsprobleme, ist aber ein ausgesprochener Nordschleifen-Spezialist und da bin ich heute schon mal gespannt. Und wie ihr seht, ist inzwischen auch unser Tommy eingetroffen. Before I kind of probably learn the track. But we all know that Leon's gonna be first. Ich denke mal, der schnellste heute hier auf der Strecke wird Michael Draxler sein. Let's see. I think the guys from Code Braun are really fast. Could be. Michael Draxler is a specialist here on this track. Ihr hört gerade, Michael Draxler ist hier ein ausgesprochener Nordschleifen-Spezialist. Oh, Matthias Schupper. Und jetzt kommen hier auch schon die ersten Zeiten rein. Ja, okay. Und Helmut Weber legt hier schon gleich mal richtig vor. Eine 5,56. Aber auch Sebastian Starke und Wolfram Fund mit einer 5,57. Eine absolute Top-Zeit hier gleich in der ersten Runde.
I'm counting on that. Und inzwischen hat sich Michael Draxler mit einer 5,54 an die Spitze gesetzt. You driving with a race fuel? Oh ja. Ah, okay. Wahnsinnig starke Quali-Zeiten von den Jungs da vorne. Alle unter 6 Minuten. Absolut top. Yeah, it's more comfortable. Leon, unser frisch gekrönter Champion, ist hier noch unterwegs und hat bisher noch keine gezeitete Runde gesetzt. Now Michael Draxler ist der fastest. Auch unser Tommy hat bisher noch keine Zeit gesetzt, so wie Matthias Schupper. No! Yeah. I have a race. Did you say to me, not to see you can't ride on the curbs? I said something like that. But I did my bank collapse. I wanted to go faster. And you did. Faster Yeah. into the Armco. Yeah. Oder Draxler ist auf 1. I thought I had the grid, but curb riding on this car does not work. Yeah. Already is the track more rubbed in with tire right now, so yeah. So, und inzwischen sind fast 20 Minuten Qualifying rum und Luke hat immer noch keine gezeitete Runde gesetzt. Mal sehen, ob er jetzt eine hinlegen kann. Und so wie es aussieht, hat auch die Runde wieder nicht gezählt. Oh, und da der nächste Fahrfehler und Luke rutscht da gerade aus. Ach, schade. Luke destroys his lap in the first corner. Yeah. Yeah. That's not good. He made the complete outlap and in the first, in the Sabine Schmitz curve, he is straight away in the ball. It is like it is, yep. Draxler, der haut. Und ihr hört gerade, Michael Draxler hat hier eine sensationelle Zeit aus dem Hut gezaubert. Eine 5,53, 3,69, total irre. The streamer is called Steffi. But I can't remember the last name of it. Unser Tommy hat da immer noch keine Zeit und auch Leon noch nicht. But she talks mostly German on her stream. I think there are only Luke and Leon who are young guys. All the other guys are more than 40 years old. Und Helmut Weber hält sich hier heute bei seinem ersten Auftritt in der Serie immer noch auf P2 im Qualifying. Wow. I think the only guys who are younger than 40 are Leon and Luke. Leon is mid-30 and Luke is 22. So, und inzwischen ist hier mehr als eine halbe Stunde vergangen. Vorne an der Spitze hat sich inzwischen Leon Forst auf P2 gesetzt mit einer ähnlichen Zeit wie Michael Draxler. Absolut knapp, das ist so irre. Ein paar Jungs haben bisher noch keine Zeit gesetzt. Unter anderem Bill Netzamis oder Kleber Potaro Mora, aber auch Russell Hamilton hat hier noch keine Zeit hingesetzt. Matthias Schupper, der neue Fahrer vom Team Code Braun, aktuell P9. Und Wolfram hält sich hier immer noch sensationell auf dem 4. Startplatz. Direkt hinter ihm, Luke Rasputic, hat es inzwischen auch geschafft, eine Zeit zu setzen. Aktuell der 5. Startplatz, dahinter auf P6 Sebastian Starke und P7 aktuell Eugen Schaaf. Auf 8 haben wir Adam Klatka, P9 Matthias Schupper und auf 10 unseren Tommy. Und knapp eine Viertelstunde ist an Qualifying noch übrig. Ja, Leon, das ist ja ganz schön knapp, hä? Right, so Ja. Aber verspricht einiges fürs Rennen. Ich drück dir auf jeden Fall schon mal die Daumen. Fährst jetzt nicht nochmal raus, oder? Ich habe keine Runden mehr. Ah, hast du alle schon runter? playing it. Okay, wow. Are you okay, Jane? Ja, die meisten haben ihr Auto x-mal weggeworfen. Du hast Okay. Someone heard hast you alle Runden shouting. durchgekriegt. So you're playing your game. Ja, nicht Cleaver. jetzt nicht 6 Runden am Stück gefahren. Ah, du bist mit weniger Sprit gefahren und hast dann hier zwei, drei Outlaps gehabt dazu. Gut, dann dazu, dass man hier... Well, Aber deine gezeiteten Runden haben I gesessen? can say thank you in Portuguese. Ja, der Sebastian hat und der Kleber sind, glaube ich, kollidiert eben. Ja, es sind einige kollidiert. Der Pascal ist mit Thomas Willershausen zusammengestoßen. Keep it on the Der road. Bill Netzamis hat in der ersten Runde das Auto weggeschmissen und aus Versehen auf Race Ready gedrückt. Ja, ich Hi, hab, hi, Sebastian. Ich bin Kleber hinten drauf gefahren. Der war auf einer Outlap und ich bin auf ihn drauf gekommen und dann ist er in die falsche Richtung abgebogen. Naja, das Nach war der direkt vor Kurve. mir, ja. Das war ziemlich
ziemlich gut. So einige haben überhaupt keine Zeit geschafft. Ja, Russell, Kleber. Und Tommy mit Ach und Krach eine hingenagelt, dann hat er erstmal abgestellt, aber der ist jetzt nochmal unterwegs. Ja, der ist gerade nochmal auf einer schnellen, ja. Nee, das ist noch langsamer. Siehst du das, ob der schnell oder langsam unterwegs ist? Naja, das siehst du. Der Wolfram, der ist übelst gut unterwegs hier. P4. Noch vor Luke. Aber der Luke hat aber viele Runden weggefeuert. Thomas Willershausen ist uns besuchen gekommen. Just want to say Byron isn't showing up at all. So. Oh, schade. Oh, wirklich schön. Yeah. Just want to say that. In the race, we were together in the chat with Bill. Also, if you want, Thomas. We'll see. Bye bye. We go when the race starts. We go in the BTR-TV guest chat. Yeah. All the best. Und ihr habt es eben gerade gehört, Byron wird heute nicht am Start stehen. Oh, das klingt jetzt nicht so begeistert. Ja, der Byron wird wahrscheinlich nicht starten, so wie es aussieht. Ja, aber der klang ziemlich geknickt, der. Ja, der war gerade geknickt, dass der Byron nicht kommt. Einfach lieber raushalten am Start und nichts riskieren und dann die 6 Runden sind ewig lang. Also wird noch nicht passieren. Jungs, ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt schon mal alles Gute. Noch 1,5 Minuten, dann geht's Rennen los. Ich gehe mal in den Hauptchat. In der Pause kommt ihr mal in den Chat kommen. Oder ich komme wahrscheinlich während dem Rennen auch mal zu euch. Ja. Bis dahin. Ja, bis später. Okay, bis dann. Macht's gut. Und damit neigt sich jetzt das Qualifying auch dem Ende entgegen. Michael Draxler sensationell auf Pole Position vor Leon Forst. Auf P3 unser Neuzugang Helmut Weber. Auf P4 dann Wolfram Fund und auf 5 Luke Rasputic. Sebastian Starke P6, Eugen Scharf P7, Adam Klatzka auf 8, Matthias Schupper auf 9 und unser Tommy auf 10. Ob ich noch eine Runde fahren kann? Oh, so. Okay, Micha, Gratulation zur Pole Position, super. Und alles Gute im Rennen. So, wie viel Sprit nehmen Sie? Ich glaube, der ist gerade auf Toilette oder so. Okay, dann können wir es ihm ja ausrichten. Was denn? Wer denn? Wieso? Warum? Weshalb? Alles Gute fürs Rennen und Gratulation für die Pole Position. Super gemacht, ey. So knapp. Oh, und unser Pole-Sitter sitzt noch auf Toilette. Ja. Vorsicht, in der ersten Kurve wird schwierig werden. Oh ja. Ich drück euch die Daumen, wir hören uns dann nach dem Rennen wieder. Alles klar. Alles Gute. Alter, ist das knapp gewesen. Total irre, verrückt. Ich seh's gerade, 53, 369, 398. Ach du Scheiße. Der Leon hat die letzte Kurve verkackt. Ah, okay. Der war ein paar Zehntel vorne und hat dann die letzte Kurve verhauen. Ich war gerade bei den Jungs und hab mal nachgefragt. Wahnsinn. Alles Gute euch, ja? So, vielen Dank, Tito. Alles. Ciao. Ciao. Was ist mal den? Brauchst du einen Stream oder was? Lego. Ja, aber nicht schnarchen dann, ja? So, euch auch nochmal alles Gute. Ja, danke. Na, im Rennen dann jetzt hier. Helmut, du hast immer noch dein Ferrari-Paint drauf, aber lass es jetzt mal, weil das hast du jetzt schon drauf. Ich habe ein paar Mal das Design neu geladen, aber du hast immer das Ferrari-Paint drauf. Aber ja, ist jetzt egal, die hört mich glaube ich nicht genau ganz. Ja. Ist schon okay. Luke, ich drück dir die Daumen, es geht ja um was. Dankeschön. Ne? Ja. Wir hören uns dann in der Pause. Ne? Alles Gute. Und jetzt hätte ich selber fast noch hier den Start versemmelt. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Grüne Flagge und das Rennen ist eröffnet und so wie es aussieht, hat unser Pole-Sitter Michael Draxler hier den Start verpennt. Oh schade, der muss hier aus der Box nachstarten. Leon sofort in Führung geschossen, dahinter Helmut Weber, auf P3 haben wir dann unseren Wolfram und auf 4 Luke Rasputic. Ein Top-Start von den Jungs hier. Eugen Scharf liegt auf 5 und Sebastian Starke auf 6.
Die Einblendungen werden gleich kommen. Und so wie es aussieht, ist hier wirklich das komplette Feld top sauber aus den Startlöchern gekommen. Keine Zwischen- oder Unfälle bisher. Und auch die Jungs ganz hinten hier sind sauber vom Startball gekommen. Unser Ben ungewöhnlich weit hinten. P15 aktuell direkt vor ihm. Thomas Willershausen, der Einzige, der heute hier fürs Team Northern Winter am Start ist. Und hier Michael Draxler, unser unglücklicher Pole-Sitter, fährt hier aus der Box hinterher. Ach schade, Michael hätte heute die Pace gehabt, um vorne wieder um den Sieg mitkämpfen zu können. So hat Leon mal wieder leicht gespielt, denke ich. Leon hat sich jetzt schon wieder um über eine Sekunde von den Jungs abgesetzt. Auf P2 weiterhin Helmut Weber und Lukas Butic macht da richtig Druck von hinten auf Wolfram, der sich da allerdings noch nicht ins Boxhorn jagen lässt. Jetzt geht's hier rein, Fuchsröhre. Keinerlei Un- oder Zwischenfälle bisher zu vermelden, alles top. Jetzt donnern die Jungs hier in die Adenauer Forstschikane. Adam aktuell P7, Matthias Schupper P8, Tommy auf 9 und Robert Simpkins ist schon in den Top 10 angekommen. Und Tommy hat hier ganz schön zu rudern. Aktuell P11, Pascal Steinke und auf 12 Michael J. Taylor. Und Tommy versuchte auch schon direkt an Matthias Schupper vorbeizugehen, aber Nordschleife hier überholen. Ihr wisst, das ist so eine Sache für sich. Hier haben wir Michael Draxler mal ein Bild aus der Box nachgestartet, aber hat schon einen Rückstand von einer halben Minute auf Bill Netzamis, der aktuell auf P16 vor ihm liegt. P15 dann Kleber Botaro Mora auf 14, unser Ben Summers und auf 13 Thomas Willershausen, auch solide ins Rennen gestartet. P12 Michael J. Taylor schon über 2 Sekunden weg von den Jungs. Das Chip Racing Team, Ben Summers und Michael J. Taylor, sie kämpfen ja heute auch noch um einen Podestplatz in der Teamwertung der Meisterschaft. Wird ziemlich schwer werden. Aktuell vorne Helmut Weber auf P2 und Luke Rasputic P4. Das gibt sehr, sehr viele Punkte. Das BTR-TV Racing Team ist der direkte Konkurrent im Kampf um P3 in der Teammeisterschaft. Leider ist der dritte Fahrer vom Team BTR-TV Racing heute nicht am Start. Jan Stefan hat familiäre Verpflichtungen. An der Stelle mal ein ganz lieber Gruß in die Richtung. Ein sehr solider Auftakt heute auch hier in das Rennen für unseren Adam, der ja noch um P2 in der Meisterschaft kämpft. Genauso wie Wolfram und Luke, die hier beide super im Rennen positioniert sind. Durch den Zweikampf zwischen Wolfram und Luke kann Helmut inzwischen schon ein kleines bisschen ein Gap aufmachen. Und wir sehen jetzt, dass hier Luke richtig Feuer macht. Er drängelt und will da unbedingt vorbei. Er merkt auch, dass Leon vorne abhaut. Und da ist Luke ein kleines bisschen übermotiviert in das Karussell reingedonnert und schon hat er ein paar Plätze verloren und von hinten drückt Eugen. Jetzt kann Wolfram erstmal ein bisschen aufatmen. Ein super Start bisher für alle hier in das Rennen. Wollte ich gerade sagen, da hatte Adam hier seinen ersten Zwischenfall und mir wird auch gemeldet, weiter hinten im Feld gab es noch einen kleinen Zwischenfall. Aber schauen wir uns erstmal an, warum hier Adam jetzt zurückgefallen ist. That was just Adam's first. Yeah, and then I think it's Hohe 8. Yeah, it's Hohe 8. Okay, That should curb. He hits the wall, and first I thought, oh dear, he lost a wheel. I No, would say. Steven was not on the straight after him. Ach, sehr, sehr schade. Das wird jetzt Adam empfindlich treffen im Kampf um P2 in der Meisterschaft. Dadurch sind Tommy und Sebastian natürlich einen Platz nach vorn gerückt. Und wir schauen uns jetzt auch noch den zweiten Unfall an, der uns da vermeldet worden ist. Michael Traxler. Oh dear. Oh, You know. What happened? I didn't see that. I have to close. I had Ben Summers on my ear, and I couldn't not longer. I closed the opera. Not Ben Summers, that handbagger. Und wir hören es ja gerade von Michael selber. Er war da abgelenkt. Naja, ein Rennen zum Vergessen, würde ich sagen. Schauen wir auf das zweite Rennen nachher. Luke ist jetzt wieder dran an unserem Wolfram. Und ich schätze mal, der wird jetzt hier auf der langen Geraden richtig Druck machen. Ganz vorne unser führender Leon ist im Feld schon 2 Sekunden enteilt.
Und auch Helmut Weber hat inzwischen 1,5 Sekunden Vorsprung auf den Drittplatzierten hier auf Wolfram. Hinterm Luke Eugen auf P5 muss er schon wieder ein kleines bisschen abreißen lassen. Dann haben wir weiterhin auf 6 Sebastian Starke und auf 7 Matthias Schupper, der da schon ein Stückchen mehr zurückliegt. Und jetzt ist Luke ganz dicht dran, schert da aus dem Windschatten aus und Richtung Hohenrhein-Schikane gibt es jetzt hier den Angriff. Seite an Seite. Schauen wir mal, ob das gut geht. Da hat sich Luke vorbeigedrückt. Ein tolles Manöver. Damit jetzt Luke Rasputin, neuer Drittplatzierter, aber vor ihm Helmut ist er inzwischen über 2 Sekunden weg. Die Jungs gehen jetzt in die zweite von insgesamt 6 Runden. Wolfram kann da immer noch Anschluss halten. Wir sehen es ja, Helmut nach vorne und hinten jeweils 2 Sekunden Luft. Ein Top-Einstand hier in die Serie. Und natürlich ganz vorne unser Leon macht sich mal wieder auf und davon. Schade, dass Michael Draxler da den Start so verkackt hat und Leon jetzt hier praktisch ohne Gegner im Rennen ist. Tommy hier inzwischen P8, kämpft hier mit Matthias Schupper um die Position. Hinter ihm Robert Simpkins P9, Pascal Steinke P10 und unser Adam ist bis auf P11 zurückgefallen durch den Zwischenfall. Ein denkbar ungünstiger Start. Oh, hier Tommy auch schwer am Rutschen. Und bis auf den kleinen Wackler von unserem Adam vorhin und den kurzen Aussetzer von Michael Draxler hat man immer noch keine Zwischen- oder Unfälle. Absolut mega sauber alle Jungs hier in das Rennen gestartet. Auch Thomas Willershausen, der letzte hier vom Northern Winter Team, der heute hier noch am Start ist, einen super Start. Hinter ihm Ben Sommers schon über 7 Sekunden weit weg. Dann haben wir auf dem letzten Punkteplatz Bill Nitzamis, der heute auch das erste Mal am Start ist. Und hinter ihm P16 Kleber Potaro Mora. Und Luke hat sich inzwischen auf die Verfolgung vom Helmut gemacht und konnte sich schon leicht vom Wolfram freifahren. Trotzdem ist Wolfram hier im Rennen mit einer absolut sensationellen Pace unterwegs und kann sich hier mit einem Abstand von über einer Sekunde vor Eugen scharf halten. Eugen seinerseits weiterhin ungefähr eine halbe Sekunde vor unserem Sebastian und dahinter dann schon eine Lücke von fast 4 Sekunden zum Code Braun Neuzugang zu Matthias Schupper, der da permanent mit unserem Tommy um die Position kämpft. Sebastian versucht hier zwar den Druck aufrecht zu erhalten, aber irgendwie scheinen die Positionen jetzt erst einmal alle gefestigt. Jetzt geht es hier ins Karussell rein und wir sehen es hier, Tommy hat es geschafft und ist an Matthias Schupper vorbeigegangen. Befindet sich somit auf P7. Ein sehr solider Start für Tommy in das Rennen, aber auch für Matthias, der hier noch gar nicht so viel Erfahrung mit dem Fahrzeug hat. Ist hier meistens mit dem GT3 auf der Nordschleife unterwegs. Dafür schlägt er sich bei seinem ersten Auftritt heute hier sehr, sehr gut und es geht ja auch darum, erstmal keine Fehler zu machen. Dann haben wir hier auf 9 Robert Simpkins, auch ein sehr, sehr guter Start ins Rennen. Wird verfolgt von Pascal Steinke auf 10, der allerdings schon mehr als 1,5 Sekunden nach vorn Abstand zum Robert hat. Dann hier auf P11, Adam Klatzka nach seinem kleinen Wackler merklich zurückgefallen, wird hier verfolgt von Michael J. Taylor auf P12, der da nur eine halbe Sekunde weit weg ist. Oh, das Chip Racing Team hier, Michael J. Taylor und Ben Sommers, ziemlich weit hinten im Feld. Die werden so einige Punkte einbüßen, wenn das so ins Ziel geht. Ihr wisst, vorne Helmut Weber und Luke Rasputin vom BTR TV Racing Team liegen auf den Plätzen 2 und 3. Dann hier ein sehr, sehr solides Rennen von Thomas Willershausen. Und hier unser besagter Ben tut sich heute schwer mit der Nordschleife. Eugen und Sebastian hier, die Plätze 5 und 6, verlieren den Anschluss zum Wolfram immer mehr. Der ist jetzt schon mehr als 2,5 Sekunden weg von den 2 Jungs. Allerdings sind sie auch nach hinten relativ sicher. Der Abstand zum Tommy beträgt mehr als 4 Sekunden. So dicht wie Sebastian hier am Eugen dran ist, vielleicht kann er hier auf der langen Döttinger Geraden Angriff starten. Mal schauen. Er ist jetzt hier im kleinen Karussell nicht ganz so gut rausgekommen. Oh, und wir sehen es da gerade in Tommys Switch. Tommy hat da einen Zwischenfall, steht da dort. Oha, müssen wir gleich mal schauen, was da los ist. Ach man, schade. Zum Glück ist da, so wie es aussieht, niemand anders involviert, aber da ist einige Plätze ins Land gegangen. Tommy fällt da weit zurück.
Wir sehen, da Matthias Schupper ist vorbeigegangen, Robert Simpkins ist vorbeigegangen und auch Pascal Scheinke scheint da am Tommy vorbeigegangen zu sein. Sehr, sehr schade. Jetzt hier der besagte Zweikampf auf der Döttinger zwischen Sebastian und Eugen. Sebastian versucht da, Seite an Seite, geht es hier Richtung Hohenrhein-Schikane. Und da ist Sebastian auch vorbeigegangen und wir schauen uns jetzt direkt nochmal Tommys Zwischenfall an. It's me. That was an idiotic move. I hit the car, lost concentration, too fast, and bam, turned the car around, and everything was okay. The car is okay. And then I thought, oh dear, maybe I'm a little bit too far forward, wheels in the air, and then I go backwards and destroyed my rear wing. Ach, und ihr habt gerade gesehen und auch gehört, Tommy ist da rückwärts gefahren und hat sich seinen Heckflügel kaputt gemacht und muss jetzt hier die Box ansteuern, um sein Fahrzeug zu reparieren. Das wirft ihn natürlich ganz ans Ende des Feldes zurück. Ihr seht, da geht auch Ben durch, der inzwischen auf P13 liegt. Und unser Tommy steht da irgendwie verdächtig lang. Ich glaube, Tommy hat seinen Fast Repair hier gar nicht gezogen, sondern lässt das Fahrzeug normal reparieren und fährt dann wieder raus. Jetzt kommt hier auch Bill Netzamis um die Ecke. Für unseren Bill heute ein sehr, sehr, sehr sauberes und solides Rennen. Befindet sich mittlerweile auf Platz 14, das gibt schon 2 Punkte. Und auch Michael Draxler ist nach seinem verheerenden Start in das Rennen wieder rausgefahren und versucht dann noch Kilometer zu sammeln, obwohl er auf P17 liegt und weit dem Feld hinterher fährt. Aber mal schauen. Er hat inzwischen schon Russell Hamilton überholt, der hier heute mit der Strecke überhaupt nicht zurechtkommt. Aktuell der schnellste hier auf der Strecke, Helmut Weber, wird immer noch verfolgt von Luke Rasputic. Unser Helmut hier ein Top-Einstand in die Serie. Schade, dass er nicht die ganze Saison mitfahren konnte. Und Helmut zeigt heute hier eindrücklich, was er auf dem Kasten hat. Absolut fehlerfrei. Der einzige, der hier auch nur ansatzweise mit dem Leon mitgehen kann, nachdem sich El Cotletto direkt am Start verabschiedet hat. Und Leon zeigt heute hier mal wieder eindrücklich, warum er zu Recht Champion geworden ist. Mal wieder absolut fehlerfrei und sauber unterwegs und das vor allen Dingen schneller als alle anderen, was ja die Voraussetzung ist, wenn man hier gewinnen will. So langsam gehen mir da die Superlativen aus und ich hoffe mal, dass er nächste Saison nicht ganz so leicht hat. Ich denke mal, wenn sich der Michael Draxler ein bisschen besser vorbereitet und auch Luke Rasputic gemeinsam mit Helmut Weber da angreifen, wird Leon nächste Saison nicht ganz so leicht haben. Luke liegt inzwischen mehr als 2,5 Sekunden hinterm Helmut, hat aber inzwischen auch mehr als 2,5 Sekunden Vorsprung auf Wolfram, der mal wieder ein mehr als solides Rennen zeigt. Absolut sauber und fehlerfrei unterwegs und nimmt die Punkte mit. Sebastian kann sich weiterhin vor Eugen Scharf halten. Die beiden haben einen Abstand von ungefähr 6 Sekunden zum Teamkollegen vom Eugen, zu Matthias Schupper, der da zwar ziemlich einsam und verlassen hier auf P7 unterwegs ist, aber einen sehr, sehr soliden und sauberen Einstand hier feiert. Und P7, das sind mehr als solide Punkte. Das Rennen ist ja noch nicht mal bei Halbzeit, also haben wir noch ein ganzes Stück Weg zu gehen. Und was mich besonders freut, auch für Robert Simpkins heute ein sehr, sehr solides und sauberes Rennen. Befindet sich mittlerweile hier auf P8. Und wie gesagt, wir haben ja noch nicht mal Halbzeit. Kann hier Pascal Steinke auf 9 in Schach halten. P10 weiterhin Adam Klatzka und auf 11 weiterhin Michael J. Taylor. Und unser Tommy hat da sehr lange zur Reparatur an der Box gestanden und fährt da jetzt erst wieder raus. Oha, ein verkorkstes erstes Rennen hier. Ich glaube, das war's dann für Tommys Ambitionen in der Meisterschaft. Die Teammeisterschaft hat Black Tree Race Crew souverän gewonnen und auch heute liegt der Leon wieder in Führung und Sebastian in den Top 5, also da brennt nichts mehr an. Und auch dahinter auf P2 Team Kaltverformung ist da relativ sicher, zumal ja auch Wolfram hier vorne mit im Rennen um die Punkte dabei ist. Und Michael Draxler, unser Pole-Sitter, fährt im Feld tapfer hinterher und hat ja jetzt auch einen Gegner vor sich. Tommy ist dann nur 22 Sekunden weg. Und während Leon jetzt hier vorne seinen Vorsprung Zehntel für Zehntel ausbaut, hat man mal wieder einen Zwischenfall, den wir uns unbedingt mal anschauen sollten. Da schalten wir direkt mal hin. We have here Russell. Right in front of me. Russell is learning the track. Russell today fight against the Nordschleife. Yeah, after this one, I have a cold bronze situation. Good oh dear, oh dear, oh dear. Yeah, one moment. Okay. That was it.
Oh, Russell. Tony Hawk Pro Skater again. Grinding on the curb. Yeah, grinding on the curb. That's Ei. Oh dear. Oh, Russell. Wie gesagt, unser Russell ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Und ich freue mich, dass er sich heute überhaupt der Challenge Nordschleife hier gestellt hat. Ihr wisst, die Nordschleife wird nicht umsonst die grüne Hölle genannt. Mehr als 20 Kilometer, über 70 Kurven. Das ist eine Challenge für sich. Unser Sebastian hier auf P5 wird immer noch verfolgt von Eugen Scharf. Matthias Schupper inzwischen fast 8 Sekunden weg von den zwei Jungs vorn. Trotzdem ein sehr, sehr solider Einstand heute hier. Er hat ja auch einen eigentlich mehr als beruhigenden Vorsprung von 4 Sekunden auf Robert Simpkins, den wir hier mal im Bild haben. Oh, und plötzlich verschwindet hier Eugen Scharf aus dem Relativ und es wird auch ein Zwischenfall vermeldet. Das müssen wir uns direkt gleich mal anschauen, was da los ist. Ach schade, Eugen Scharf hier verschwunden. Here is Eugen. It's almost. It's Schwalbenschwanz, oder wie heißt das hier? Ja, Schwalbenschwanz. Yeah. Oh, lost it. Touch the curb. That's the way how to get OnlyFans follower. Ja. Der nächste, der jetzt hier aus dem Feld verschwunden ist. Dadurch sind die anderen natürlich einen Platz nach vorne gerückt und Michael J. Taylor setzt jetzt hier Adam richtig unter Druck. Und da geht er jetzt auch aus dem Windschatten raus und versucht da hier einen Angriff. Seite an Seite geht es hier Richtung Hohenrhein-Schikane, aber so wie es aussieht, kann Adam da nochmal vorn bleiben. Das ist ja auch eine Setup-Geschichte. Thomas Willershausen inzwischen auf P11 hinter den Jungs, allerdings mit einem Abstand von ungefähr 3 Sekunden. Die Jungs haben jetzt Runde 3 absolviert und sind in Runde 4 unterwegs. Wir sehen es hier, Russell Hamilton steht an der Box. Das heißt, wir haben jetzt Halbzeit überschritten. Hier haben wir unseren Bill mal im Bild. Fährt heute ein sehr, sehr sauberes und solides Rennen. Er hat zwar in seinem Alter nicht mehr ganz die Pace, um vorne anzugreifen, fährt aber hier absolut sauber und sammelt die Opfer ein. Unser Tommy hier nach unfreiwilligem Boxenstopp auf P15, das gibt auch noch einen Punkt. Und wir sehen es gerade in Tommys Twitch, da hat er die Kiste das nächste Mal in die Botanik gefeuert und Michael Draxler geht da an ihm vorbei. Oha, das ist heute wahrlich nicht Tommys Rennen. Oh, das ist not the race vom Tommy. Und Tommy hatte da vorher schon einen kleinen Zwischenfall, der uns irgendwie durch die Lappen gegangen ist. Den schauen wir uns jetzt direkt gleich nochmal an. Oh, it's me again! Ei. Oh. Wo ist das? Wer Seifen runter? Ah, das ist die Piff-Puff-Kurve hier. Miss. So Thomas, I know your superpower. You're good at crashing. Ja. That was second incident for me. Tommy war letzte Woche familiär gebunden und hatte mal wieder leider überhaupt keine Zeit, sich hier vorzubereiten. Und das Ergebnis haben wir ja gerade gesehen. Naja, nichtsdestotrotz, wir haben ja noch einen zweiten Lauf. Sein Teamkollege Leon dominiert mal wieder das Rennen, hat inzwischen über 3 Sekunden Vorsprung auf Helmut Weber. Kann sein, dass Leon dich nicht hören kann. Und ich habe mich jetzt hier mal zu den Black 3 Jungs geschalten. Okay. Euer Teamkollege schmeißt sein Auto ständig weg. Der Tommy. Und während Tommy hier heute überhaupt nicht so richtig zurechtkommt, hat Leon jetzt das Tempo mal angezogen. Die besten 2 Punkte. Und baut seinen Vorsprung aus. Aber auch Sebastian mit Platz 5, das ist ein absolutes Top-Ergebnis hier auf der Nordschleife. Aber irgendwas hat mit dem Draxler nicht hingehauen, der ist irgendwie den Stopp verpasst. Ihr alle habt El Kotlettos Fauxpass miterlebt. Ja, richtig gehört, ne? Und Leon fährt jetzt allein vorne weg, oder? Ja. Pascal heute hier ein unauffälliges Rennen auf P8. Versucht da Robert Simpkins zu folgen, kann aber nicht so richtig dranbleiben. Der nächste Verbremser gerade hier. Helmut? Ich sagte, der Tommy, euer Teamkollege, der schmeißt ständig sein Auto weg. Und auch Leon hat jetzt mal die Muße, mit mir ein paar Worte zu wechseln. Und der Draxler hat scheinbar den Stopp verpennt. Während Helmut heute hier ein absolutes Top-Rennen hinlegt, fährt hier eine fehlerfreie Runde nach der anderen. Ich habe hier heute bisher absolut keine Fehler von ihm gesehen. Ja, dann kann er im zweiten Rennen von hinten starten und eine Last-Challenge machen. Wow. Das zweite Rennen nachher, das wird sehr, sehr interessant werden. Ihr habt ja gehört, Michael Draxler, wenn der dann von hinten startet, er hat absolut höchste Pace hier im Feld. Und ich denke mal, wenn da keine gröberen Zwischenfälle passieren, wird er wie das Messer durch die Butter da von hinten durchs Feld schneiden.
Und auch für Thomas Willershausen, Einzelkämpfer vom Northern Winter Team, heute ein sehr solides Rennen auf P11. Ja, das habe ich gesehen. Ich habe eine Weile Luke beobachtet, der hat 1-2 Mal das Auto fast weggeworfen. Unser Luke immer spektakulär unterwegs, hat aber auch eine sehr, sehr gute Fahrzeugbeherrschung. Ja, Eugen war auch auf letzter Stelle. Probleme am Auto? Ja, tolles Überholmanöver. Und dachte, das wird nicht. War ein tolles Überholmanöver. Und unser Tommy jetzt hier der nächste Reparaturstopp an der Box. Ich glaube, jetzt hat er seinen Fast Repair gezogen. Während Leon da seinen Vorsprung immer mehr ausbaut. Inzwischen sind es 5 Sekunden. Tommy war jetzt zum zweiten Mal an der Box. Ein gebrauchtes Rennen für unseren Tommy heute hier. Aber ihr wisst, wir haben ja dann noch ein zweites Rennen und da zählt jeder Trainingskilometer. Vorletzte Runde. Das sieht nicht so aus, aber ich fahre gerade das Rennen meines Lebens. Ja, und wie immer absolut sensationell hier. Und was mit Fieber, habe ich auch gesagt. 55,662 im Rennen. Mit halb. Wir haben ist immer noch genug Benzin drin, also. Genau wie die Runde davor. Aber auch ein ganz dickes Kompliment an Helmut Weber, der hier eindrücklich seine Visitenkarte hinterlässt. Aber trotzdem Ah, der hat einen Ausgang Karussell, hat der richtig arg gefunden. Das Auto aber auch zweimal fast weggeschmissen. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Seid ihr, Patrick? Ich bin jetzt gerade beim Luke. Platzgarten. Ich bin gerade beim Luke, der ist am Rumrutschen, das ist Wahnsinn. Allerdings sieht Lukes Fahrstil oft spektakulär aus. Aber bei Luke, der sieht immer spektakulär aus. Das lässt meist keine Rückschlüsse auf den Zustand seiner Reifen zu. Aber eine ruhige Fahrweise schon auch die Reifen. Trotzdem auch mal wieder ein absolut sensationeller Auftritt von unserem Luke. Wolfram auch top unterwegs auf Platz 4. Der hat auch Zeiten unter 6 Minuten, genauso wie Sebastian dahinter. Wolfram hat fast exakt dieselbe Zeit gefahren wie du, Sebastian. Ja, ich weiß, ich brauche danach. Ich frage mich, ob ich Risiko gehen soll, in der Hoffnung noch dran zu kommen, oder ob ich einfach den 5. Platz nehme. Die Reifen gehen noch ein. Die Reifen gehen auch dann ein, P5 ist okay. Du willst Nordschleife, wenn du über Risiko gehst. Die Schleife holt sich ihre Opfer. Sebastian hat inzwischen über 13 Sekunden Vorsprung auf Matthias Schupper auf P6. Oh, sorry. Byron, thanks for the raid. Mark spoke just before Byron. Thank you, Byron. How'd you get on, Byron? Adam Strauch, der kämpft hier auf P9 mit Michael J. Taylor. Und Thomas Willershausen ist da direkt noch hinten dran. Also wo ist denn Ben? Ben auf P12. Wow, congrats, guys. Wo ist Sebastian? Sebastian auf 5. Trotzdem eine Top-Performance von Helmut, muss man sagen. Und dass er vor allen Dingen hier Luke in Schach halten kann. Ich bin mal gespannt, ob die noch die Position switchen, weil für Luke geht es ja um den 2. Platz in der Meisterschaft. Warum denn? Der Adam ist doch noch 9. Ja. Wartet doch auf. Ja. Mercedes würde jetzt auf jeden Fall die Position tauschen und würde noch jemanden rausschicken, der den Adam abdrängt. Solche Spielchen haben wir hier zum Glück nicht in unserer Meisterschaft. Unsere Jungs kämpfen hier alle fair. Und in erster Linie geht es für die Jungs ja ums Team. So wie der Luke hier performt, wenn er es im 2. Rennen wegschmeißt, denke ich mal, hat er das auch verdient. Aber hinterm Adam war es ja knapp. Das kann ja sein, dass der Adam noch vom Podest runterfällt. Das wäre schade. Ja, aber Tommy ist ja dahinter. Tommy ist auch. Tommy ist weg, aber Wolfram und Pascal haben da auch noch. Wobei ich Wolfram hier bei seiner Performance heute die größten Chancen ausrechne. Also wie es aussieht, kämpft Wolle hier um die 2. Position in der Meisterschaft, um die 3. Position in der Meisterschaft. Aber wir haben ja nachher noch ein zweites Rennen. Schauen wir mal. Robert Simpkins könnte Pascal Stein überholen. Und weiter hinten hatten wir mal wieder einen kleinen Zwischenfall, der uns durch die Lappen gegangen ist. Den reichen wir jetzt direkt mal nach. Da haben die Tipps vom Helmut echt was gemacht. Kleber hier, hits the curb and lost the car. Don't touch the curb. Oh, look how the car gets in the air. Ja, ja.
When he touches Too much the on the curb. curb. Yeah. Whoop. Yeah. And then Kleber locked out. Hat dann so ein paar Sachen erzählt und verraten. Also, Oh, Adam out. das hat echt geholfen. Ja. Luke ihn auch nicht mal durchwinken. Oh, und unser Adam hat jetzt hier das Fahrzeug abgestellt. Kann Luke auch. Jetzt ist egal, was Luke macht. Obwohl uns hier keinerlei Un- oder Zwischenfälle vermeldet werden. Sehr, sehr merkwürdig. Mich würde echt mal interessieren, was da mit dem Traktor los war. Ja, obwohl ich habe mich gewundert, der kam. Ich war bei den Jungs kurz vor euch und habe alles Gute gewünscht. Und der Draxler war nicht da, der war da auf Toilette. Und die Jungs eröffnen jetzt hier die letzte Runde, White Flag. Ja, Scheinbar musste der zu lange kacken. Oder Durchfall. Oh, schade. Das ist spannend geworden. Ich habe mich auf einen heißen Kampf gefreut, weil 20.000, das ist ja wirklich ein Hauch von gar nichts. So hat es Leon jetzt hier im ersten Lauf relativ leicht. Tut mir leid, dass du jetzt Langeweile hattest. Wobei man seine Leistung hier zweifelsfrei auch anerkennen muss. Ja, Die Nordschleife an sich ist niemals leicht. Völlig du sagst das ja immer. Völlig Langeweile. Ja, das ist ja... Wenn dein Hauptgegner einen Stopp verkennt, kannst du doch nichts machen dafür. Also. Ja, aus der Broadcaster-Sicht, naja. Egal, alles gut. Wir machen das trotzdem richtig cool, glaub mir. Und auch unser Tommy hatte vorhin noch einen Zwischenfall, den wir mal jetzt nachreichen. Aber hier, das ist jetzt der Star. Das ist ja auch die heiße Frage, wer holt sich den dritten Platz in der Meisterschaft, nachdem Adam jetzt hier... Okay, I got more bourbon. Wow. Okay. After that crash, I said to Tommy's teammate, we decided. Is this still the first race? Das lange letzte. We saw your curb riding also, Russell. Oh shit. Yeah. Ja, Tommy. Ich muss extra Tempo raus, damit ich hier nicht noch extra irgendwas wegwerfe oder so. Und auch Michael Draxler hatte da nochmal einen Zwischenfall, den wir uns unbedingt mal anschauen sollten. Auch da schalten wir doch mal hin. Wow, und Bill Nesame ist bei seinem Gaststart heute aus der Box gestartet auf P12. Michael Draxler hier. Oh, again. Eieiei. What? A clean Michael was 360. lucky. Oh. Yeah. Michael was lucky. Yeah, maybe now. The rear wing. A little, But it looks okay. a little. Ja, ist okay. Macht auch sowas von Laune mit dem Ding hier. Hier haben wir mal Evil Deck Thomas Willershausen im Bild. Aktuell P10, ein absolut solides Ergebnis hier für die Nordschleife und ein tolles Rennen. Hab keinerlei Fehler von ihm gesehen heute bisher. Und er hat inzwischen fast 20 Sekunden Vorsprung auf Ben Summers, der sich auf P11 hinter ihm befindet. Trotzdem herausfordernd. Unser Bill Netzam ist inzwischen P12. Bill fährt heute ein sehr, sehr sauberes Rennen und sammelt die Opfer ein. Und Eugen Scharf hier vom Teamcode Braun Racing nach seinem unfreiwilligen Boxenstopp P13, das gibt auch noch ein paar Pünktchen. Genauso wie Kleber Botaro Mora hier P14. Und Michael Draxler, der letzte Punkteplatz, P15. Michael J. Taylor hier, Chip Racing. Bens Teamkollege, aktuell P9. Warum nicht gleich Tommy? Nach vorn und hinten jeweils reichlich Luft. Ja, der hat ja euch in seinem Stall. Oh, und jetzt kommt hier unser Ben noch mal ein bisschen ins Straucheln. Müssen wir gleich mal schauen, was da los war. Aber Nordschleife ohne ein bisschen Vorbereitung. No Chance. Also klappt das doch auch. Oh, we have an incident from Ben. Oh. Oh, that was close. The curb. Okay. The rear wing is a little bit crooked. Yeah. It's that's where I've now, I think. Ja. Aber vielleicht hat Tommy Glück. Nächsten Rennen, zweiten Rennen dann von hinten nach vorne. Inzwischen hat unser Leon mehr als 6,5 Sekunden Vorsprung auf Helmut, der hier heute auch ein absolutes Sahnerennen hinlegt. Aber Doppelpodium für BTR TV Racing. Es gibt eine Menge Punkte für die Jungs. Da geht's große Rechnen. I could do with someone give me a nice little freebie. Top 10 would sound nice.
Und Luke schmeißt sein Auto weg. Oh nein, und wir sehen's. Kurze Unaufmerksamkeit. Müssen wir gleich mal schauen, was da los war. Bestätigt, dafür eingeschlagen. Heckflügel ist rum. Ah, that was Luke's incident. He lost his third position. Okay, that's okay. Ach Luke, was machst du denn da? It's For me, Eschbach. for me okay. It's Eschbach hier. Ah, ja. Oh. Just in front of the crowd. Ja, YouTube. Ja, a little bit too much on the curb, ja. But the car was okay, and he can continue. Ja, mal gucken, wie droht. Luke hat da nur einen Platz verloren. Und Wolfram befindet sich jetzt auf dem Weg zum Podiumsplatz. Mach mal die schnellste Runde Patrick, okay? Jetzt hier die lange Gerade raus, Leon. Ganz herzlichen Glückwunsch. Ich ziehe meinen Hut vor dir. Und Leon jetzt auf den letzten Metern. Nordschleife, die musst du erstmal bezwingen. Egal wie, aber das hast du toll gemacht. 5,55, 6,63, die schnellste Rennrunde. Das wird dich in keinem Qualifying jemals hinbekommen. Eine knappe Sekunde schneller als Luke. War ja schon von der 53. Michael Draxler konnte ja sein wahres Potenzial hier im ersten Rennen nicht zeigen. Die letzten Kurven. Chapeau, Sieg Nummer 7 in dieser Saison. Ein ganz herzlichen Glückwunsch. Leon, damit habt ihr den Teamtitel eingetütet. Gratulation. Kann man einfach nur den Hut vorziehen. Fehlen die Worte. Helmut auf P2, ein sensationelles Ergebnis. Und Wolfram kommt dann auf P3 ins Ziel. So wie es aussieht, kann der Luke den vierten Platz retten. Damit macht das BTR TV Racing Team einen großen Schritt in der Teammeisterschaft. Ja, Gratulation, Leon. Hey, Tommy, das war ein bisschen schwierig, hä? Alter, ich bin so im Sack, ne? Ja, also Eishockey ist schlimmer. Eishockey ist schlimmer als Fieber, glaub mir, Leon. Hier, Tommy, da legen wir den Mantel des Schweigens drüber und freuen uns, dass deine Jungs einen Teamtitel eingetütet haben. Ja, definitiv. So toll gemacht. Ja, ich weiß ja nicht, ob da so irgendwelche Streichergebnisse kommen, so. Ja, ne, also alles gut. Beim Team gibt es keine Streichergebnisse. Aber ich hätte dich fast überrundet. Aber auch hier Bill Netzamis bei seinem Gaststart liegt hier auf dem 13. Platz. Eugen ist da noch irgendwo an ihm vorbeigegangen. Trotzdem ein riesengroßer Respekt hier vor Bill Netzamis. Nordschleife gemeistert. Und werden wir fragen, was da los war. Hier der Helmut da. Der hat auch einen Gaststart und fährt 2. Platz. Helmut, Wahnsinn. Ich weiß, ja, gratuliere ich jetzt erstmal, ja. Wo haben wir sie? Ich versuche, den mal zu bekommen. Glückwunsch, Jungs. Danke. Aber der war einfach einen Takt schneller. Ich habe es dann sein gelassen. Dann habe ich gesehen, dass du hinter mir bist. Dass du den Wolfram überholt hattest. Und dann denke ich, na gut, wenn du jetzt rankommst, dann hole ich dich oder lasse ich dich vorbei. Aber du bist nicht Hi, Byron. Byron, what's wrong? We won. Oh, Gratulation. Guys, we go in the main chat. You can come if you want. Yeah, I'll jump over there. Congrats, Luke. War schade hier, der kleine Rutscher, aber trotzdem, der Adam, der ist ausgeschieden. Okay. Ganz großer Schritt Richtung Platz 2. Ja. Okay. Wo war denn der Draxler? Draxler hat wahrscheinlich, ich gehe mal fragen, der hat es wahrscheinlich verpennt. Ja. Ich gehe mal in den Hauptchat, könnt ihr ja auch mal kommen. Ja, wir kommen auch jetzt dahin, ja. Ich gehe nur mal hier zu Cold Braun und frage mal nach. Hallo ich wollte jetzt dranbleiben für die Döttinger, damit ich ihn dann holen kann. Was war denn los mit Micha am Start? Ich hab das Grading wieder umgestellt. Letztes Mal hatten wir 2 Minuten und diesmal war es nur 1 Minute. Und ich habe mit 2 Minuten gerechnet. Okay. Doch, der Tommy hat das mit den Jungs eingestellt. Ich habe da keine Ahnung. Aber das ist 2 Minuten runtergelaufen. Das habe ich gesehen. Ja, 1,57 hatte ich gesehen. Doch. Ja, ist ja schade, echt schade. Ja, jetzt von hinten nach vorne im zweiten Rennen, das wird interessant.
Ich hoffe, du gräbst dann in irgendwas rein. Och. Oder so. No. Jetzt ist es schon scheißegal. Jetzt habe ich schon einen Kaffee auf. Schade, naja. Ja. Hat der Matthias für euch die geholt? Ja, geholt. Ja, so halbwegs. Ah ja, wird dann im zweiten Rennen wird's interessant werden. Ne? Jetzt geht's ja nur noch um Spaß. Ja. So, ich wünsche euch alles Gute und trotzdem gutes Rennen. Danke, Patrick. Also dann bis später. Jo. Treffen wir uns dann später nach dem Rennen alle im Hauptfeld. Ja? Jo. Okay, also viel Glück bis. Wann geht das los jetzt ungefähr von der Zeit Ich glaube 15 Minuten hatte der Tommy eingestellt in der. Alles klar. Ja, weil die alle nochmal einen Raum wollten. Ja, genau. Nie wieder verpassen. Also bis später. Das Sparvideo ist so gut wie fertig, das kommt am Montag raus. Ich muss nur die ganzen Untertitel Du hast den Start verpasst, oder was? Ja, weiß ich. Okay, dann. Bis dann, haut rein. Jo, bis dann. Tschüss. Hey. Okay, Byron, you win. Yo, yes, man. Oh, so cool. Michael Traxler has the pole position and he was on toilet and missed the start. Oh God. Yeah. Off the Poppins. But he's not angry. This was his own fault. No. So he literally was code brown. Yeah. But the new guy make the points. Oh God. But Adam I'm the was last out car of the on race. track. Adam was out of the race and Luke had a really good result, so I think Luke will be second in the championship. Yeah. And maybe Adam lost his third position. Tommy has no chance because his first race was not the best. I had God damn. this race was awful. He had a Sunday morning race.
Schöne Brennhelme. Gar keine Frage. Aber gemeinsam Aber Zeitverformung landet auf Platz 2. Das war unser Ziel. Das ist der Hammer, ey. Gemeinsam sowas zu erreichen, das macht doch riesig Spaß. Das ist Team. Auf jeden Fall. Das ist Team. Habt ihr mitbekommen, der Draxler war kacken und hat's verpennt? ich war kurz vorher bei den Jungs, wollte den gratulieren zur Pole Position. Da sagen die Jungs, nee, der ist nicht da, der ist noch auf Toilette. Ja. Ich hab mich schon Und dann gefragt. schalte ich mich um und denke, oh, das geht ja schon los. Und sehe, der Draxler ist nicht da. Ja. Er hat schlicht und ergreifend verpennt. Oh, scheiße. Nee, verkackt hat er. Ja, verkackt. zu lange gekackt. Genau. Hat zu lange gekackt. Ja. Übrigens hier, Byron hat er sich vor Schiss in die Hose gekackt. Ja. Byron hat zusammen mit Dominik das Rennen gewonnen. Das Amerika das 500. Ja. Ey, geil. Und ist leider zu spät gekommen und konnte sich nicht mehr einloggen. Ist aber jetzt mit mir im Guest-Chat und verfolgt mit mir das Rennen bis zum Schluss. Ah, cool. Ja. Können wir ja gemeinsam dann nach dem Rennen noch mal ein bisschen feiern, alle zusammen. Schönen Gruß übrigens vom Tommy, der würde gern, dass wir nach dem Rennen alle gemeinsam noch mal hier ein Stück um die Strecke fahren. Ja, das schaffen wir bloß nicht mehr. Also zumindest Ja, machen wir. Ziel kommen, ja. Das ist einfach nur Pflicht. Ist einfach nur Pflicht, weil auch ihr habt wenn mir dann so viel ausgeschieden seid Mühe von gegeben. uns, Ihr Auto habt mir fährt so noch. viel Mühe gegeben, Mann, und das ist einfach nur Pflicht, da einfach dabei Danke zu euch jetzt bleiben. schon. Es war eine geile Saison und es war viel geiler gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Vielen Dank, dass ihr euch so reingehangen habt. Und geil. Ich hoffe jetzt, letzte Rennen, dass er noch genug Punkte holt, dass das auch alles abgesichert ist. Aber ich denke, da gibt's. Ihr habt ja gesehen, Cole Braun hat's verkackt und der Ben, die haben nie genug Punkte gemacht. Ja, danke. Bo in der Wunde. Bo in der Wunde. Ja, danke schön. Danke, Patrick. Ja. Und vielleicht schafft es der Wolfram jetzt auch noch aufs Podest in der Gesamtwertung. Deine Hauptgegner haben es verkackt. Ne? Der Tommy hat es komplett weggeschmissen. Der ist zweimal in der Box gewesen. Den habe ich gesehen. Zweimal? Zweimal. Und hast du gesehen, Adam hat das Rennen auch nicht beenden können. Und Adam hatte schon 2 Streichergebnisse in Silverstone eingefahren. Hey, Watkins auch, ne? Watkins? Eins. Watkins, wegen meiner hat er auch einen Systemausfall gehabt. Ich habe 3 Nola. Es ist wie es ist, ja? Ja, klar. Es ist, Ich würde sagen, das letzte Rennen einfach nur genießen und mitnehmen, was geht. Ja. Ganz Die genau. Stadt war schon viel sauberer, wie ich habe mir schon bestimmte Sachen vorgestellt in der ersten Probe, aber Wir auch. Byron is here. We can celebrate him. Yeah. Laola. Genau, Laola, unsichtbar. Jeder reißt jetzt mal die Arme hoch. Laola. No, has Patrick already told you? Yes. He told us. Byron, after the race, we make a party together. Yeah. You spoiled it for me. Cool, buddy. It's so sad. It's so sad that you can drive the last race. That we have all the guys together on the track. Like when I was trying to work out all the times, I'm like, oh, okay, it'll be the little 3-minute practice, and then the 8-minute quali, and then I'll be able to make it in time for race 1. Nope. It was a half-hour practice at the start. But we comment the last race a little bit together. In the guest chat. Cool. Very, very cool. Congrats, buddy. Appreciate it, dude.
$30,000. Yeah, and I don't have the place for it because when I bought my house, I did decorate it before I bought it. Where I should put everything, and I put in Should we do this all again? one sim rig with one screen, 32 or 34, and that's it. That's all I have a place for. So. Hello, Tank, and congrats to Bill and Tom for the cool race. Our plan was good, oh? Yeah. Collect the victims. Yes, collect the victims. And you made points. You made good points. Also, Thomas made good points for the team. And I did almost my personal best time, so I'm happy. Yeah, I watched you all the time. You were you have the same speed as Michael J. Taylor and Adam Glatzkar. Yeah. And Adam lost his second place in the championship. Yeah. He was a little bit sketchy there. But Wolfram has a good result, and they fight for the team championship. Yeah. And I think they have their second place. Yeah, I'm happy to represent Nordic Winter and stuff. So Tommy wanted that after the race, all the guys drive a little bit together on the track. Oh, okay. When you cross the finish line. Yeah. Slow down and don't. We didn't have enough room here for donuts. That's why it's cool when we drive a little bit. Yeah, in a gaggle. Yeah, and also we meet in the guest chat after the race. Yeah. We changed the chat from this to the guest chat talk. So yeah. I would say thank you all before the last race started and have a good last race. Thank you. Yeah. I had fun because I and also Bill did the entire first race. I hope the second race is the same as the first. As fun, or even funner. I think I managed about 50 miles. We make a party after the race then. Yeah. And we celebrate Byron's victory. So I'm sorry I don't have schnapps, but I have whiskey in my cupboard, so whiskey it's gonna be. We have Asbach Uralt Pralines. Yeah, okay. You know Asbach Uralt? It's Weinbrand. Yeah. I don't drink wine because I wine too much. Weinbrand, it's hard alcohol. Hard alcohol. Yeah. I don't drink that. It's 30%? Yeah. For me, whiskey is the thing for grumpy old men like me. So. we had for a couple of years we had our own schnapps, but we closed the factory, you know, Offenbacher. Yeah. He said that yesterday, Thomas, when we drove Ringmeister. My mother has one bottle and Lenny's mother has one bottle. But they don't give them. I said I think every of my teammates got 30 or 40 bottles of them over the years. Yeah. Oh, the race is starting. Yeah. May the 4th by the way, Thomas said something about they closed down because of Corona. Okay. I go in the main chat. Okay. All the best for you, yeah? Yeah. Thank you. Okay, ciao. So, und damit ist die Pause jetzt auch beendet und wir bereiten uns auf das Finalrennen vor. Da bin ich mal gespannt. Michael Draxler, der Schnellste hier im Feld, startet von ganz hinten. The last race begins. Die Startaufstellung natürlich wie immer das Ergebnis des Rennens vorher. Deswegen startet Leon natürlich von Pole. Dahinter Helmut Weber. Auf 3 haben wir unseren Wolfram und auf 4 Luke Rasputic. Sebastian rundet die Top 5 ab. Die Jungs haben sich jetzt alle hier aufgestellt und die Startampel müsste dann auch gleich jeden Augenblick erscheinen. Und Byron und Nathaniel gesellen sich jetzt zu mir in den Chat und moderieren ein wenig mit mir. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, okay. 2, 1. Und there is the green flag and the race starts. Und so wie es aussieht, ein sehr sauberer Start von allen. Luke greift da sofort an und geht da direkt an Wolfram vorbei. Oh, Thomas has a good start.
Das komplette Feld hat ja einen absolut sauberen Start hingelegt. Unser Tommy liegt ja auch schon auf P13, direkt hinter ihm Michael Draxler. Und wie in Rennen 1 haben wir auch hier im zweiten Rennen insgesamt 6 Runden auf der Uhr stehen. Kleber, wie es aussieht, ist hier aus der Box nachgestartet. Knapp 3 Sekunden hinterm Feld. Wahnsinn, und unser Leon hat hier schon wieder die Segel gesetzt. Knapp 1 Sekunde Vorsprung auf Helmut Weber, der sich jetzt hier Luke Rasputic erwehren muss. Angriff, Flugplatz Richtung Schwedenkreuz und da geht Luke auch sauber vorbei. Top-Angriff. Da hat Helmut aber auch ganz fair mitgespielt. Ich denke mal, da ist aber noch nicht der letzte Case gegessen. Helmut hat eine richtig solide Grundpace heute hier drauf und ich glaube, da wird früher oder später noch ein Angriff kommen. Direkt dahinter Wolfram auf 4, Sebastian Starke auf 5, Matthias Schupper auf 6, Pascal Steinke 7 und Robert Simpkins auf 8. In the first race, Michael Draxler has the pole position, but he was on toilet and missed the start. Oh my God. Yes. Dafür ist Michael jetzt hier im zweiten Rennen pünktlich am Start gewesen und er kämpft sich schon wieder da nach vorn. Yeah, I turned around and made the joke of, oh, he literally was caught drowned. But I was in the chat and he take it with laughing. Also, he's not angry, it's his own fault. Shit happens. Oh, und da rollt Luke von der Strecke und verliert seinen zweiten Platz wieder. Oh, Luke ist struggling. Wolfram greift da auch an, kann aber nicht vorbeigehen. Und direkt hinten dran drückt ja auch noch Sebastian Starke, Matthias Schupper und Pascal Steinke. Oh, Leon, 2 seconds in front. Wow. Oh, and Pascal hätte... Oh, und ich sehe gerade, hier fehlt Eugen Scharf in der Liste. Der ist plötzlich verschwunden. Schauen wir gleich mal, was da passiert ist. Wow. Eugen. Was this the Eugen Villahausen? Yeah, he ran into my... Oh, that's weird. In Swedenkreuz, I'm gonna be hit left rear, and that's unsettled my car. This car really explodes. Ooh. He still beat me. I think Eugen was aiming for a moonshot then. Yeah. Und während die Jungs hier kämpfen, hat man direkt gleich den nächsten Zwischenfall. Oh, I think Eugen Scharf has a problem. He is out, and also Adam Platzka is out. Yeah, well, Eugen got tangled up with Thomas. He ran into the back of them when they went over the crest. And I don't know if Ben let Tommy through, but Tommy took advantage of that. Big time. Tommy was just quicker. He got him going through the compression. Adam here, looks like this was not the race from Adam today. Oh no, come on. Oh dear, what are we doing? Das ist... Oh, he hit Bill? Yeah. No. Well, I went wide, ran it back. You did a avoiding maneuver and spun also. They both were a little bit too fast in this corner, I would say. Wilde Action hier im Feld. Wir haben da gesehen, Tommy ist an Ben Summers vorbeigegangen und kämpft hier mit Thomas Willershausen um den letzten Top-10-Platz. Ein absoluter Top-Start für Thomas Willershausen heute hier in das zweite Rennen. Das erste war schon ein super Rennen für ihn. Wolfram ist out. Oh. No. Oh, voila. Oh, das gibt's gar nicht. Eben haben wir noch das Team Kaltverformung gefeiert. Jetzt fallen sie hier reihenweise aus. Der nächste Ausfall. Schauen wir direkt mal, was da los war. Unser Wolfram ist hier verschwunden. Oh, Wolfram. Another Code Brown. Ai. Oh, dear. Ai. Scheiße. Same play. Don't touch this curb. Which one? I hit them all. Oh, das Team Kaltverformung schwer dezimiert. And Michael Draxler from last to P7. Während Michael Draxler sich da von hinten nach vorn kämpft. And he make pressure. Liegt hier jetzt schon auf P8. Verfolgt hier Robert Simpkins und wird jetzt hier gleich auch an ihm vorbeigehen. Und wir reichen jetzt nochmal den kleinen Zwischenfall von Pascal vorhin nach, der uns irgendwie ein bisschen durch die Lappen gegangen ist. Oh wow, that's gonna be scary, man. Oh yeah. Oh. Hier Pascal. Hitting somebody's bouncing wheel at 200 miles an hour, that's
second challenge drop. Yep. Pointing the right way. Pascal hits Matthias, super. Matthias. He was off on the grass on the left side, and then off on the grass on the right side. Und Thomas Willershausen konnte sich jetzt freifahren vom Tommy, hat inzwischen schon über eine Sekunde Vorsprung. Den Tommy Silvernagel. Oh wow! Oh yeah, he's well on the road. 1.7 seconds. The best race I've seen from Thomas Willershausen so far. Yeah, I think I tuned in on the last lap, and yeah, he was moving. I already would have crashed out at this point. Und wir haben es ja auch noch aus dem Augenwinkel gesehen. Michael Draxler ist jetzt an Robert Simpkins vorbei auf P7 gegangen. Er schneidet hier wie ein heißes Messer durch die Butter. Pascal on P12. Von hinten durch das Feld durch. Sehr, sehr beeindruckend. Oh, Luke just made lose a lot of points in the second race. Bull is in the pits. Forgot about that. Tommy beendet Runde 1 auf dem 10. Platz. Direkt hinter ihm Ben Summers auf 11. Oh, da muss das Team Chip Racing aufpassen, dass sie nicht noch den 3. Platz in der Meisterschaft verlieren. BTR TV Racing Team liegt aktuell auf P2 und 3. Wenn sie das ins Ziel bringen, das wird ganz, ganz knapp. Michael J. Taylor, Bens Teamkollege, liegt aktuell auf P8 und Michael Draxler ist schon auf dem 6. Platz vorn. Und wir hatten den nächsten kleinen Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten. Auch da schalten wir direkt mal hin. Pascal! Just on the one. Oh, that was Pascal. Oh, wow. Wow, that was... Let's be fair, Russell. Just on the one car. Ach, sehr, sehr schade. Da haben wir jetzt hier den absoluten, kompletten Totalausfall vom Team Kaltverformung im letzten Rennen zu verzeichnen. Sehr, sehr schade. Mal schauen, vielleicht fährt Wolfram da nochmal aus der Box. Und Luke ist jetzt hier im zweiten Rennen ein Stück näher dran am Helmut, der sich wieder mal keinerlei Blöße gibt hier. Ein blitzsauberer Auftritt für Helmut heute hier. Und wir haben den nächsten kleinen Zwischenfall zu vermelden. Auch da schalten wir sofort hin. Thank you. Whoa. Whoa! What was that? I think it's just in front of Clemo. Yeah. It was my teammate. Yeah, I don't know what happened, to be honest with you. I got on the brakes, downshifted, and it just frickin' turned. The car's pretty Lieber next season, you being an STP paint job. But for Clemo. I was going to say there's some Thomas on Thomas action almost going to happen here. Oh, Giggity. Full racing Tom-Tom. intended. The Tom-Toms here. You know, if those two put their heads together, they'd make a half-decent sat-nav. Und Tommy hat jetzt hier seinen Rückstand zugefahren und setzt Thomas Willershausen unter Druck. That was such a stupid joke. Such a bad joke. Thomas would be proud. Yep. Und im zweiten Rennen haben wir hier einiges mehr an Action als im ersten. I know, no. Oh yeah. Keeping pace because of it. Well, just about. His lack of top end speed doesn't help him. Tommy ist jetzt hier Bergwerk ganz dicht dran an Thomas Willershausen und ich denke mal, er wird jetzt hier über kurz oder lang vorbeigehen. Da kommt auch schon der Angriff. Seite an Seite geht's hier raus. Silvernagel go by. Und da ist er auch sauber dran vorbeigegangen. Ja. You must celebrate your victory. Oh. He has been. Do you know what it is, right? If we'd gotten anything less than a podium, it wouldn't. Like, I don't think it would have been. I would have had the same feeling, you know. Yeah. But it was like when I found out that the nights clashed, I was like, oh. Und nachdem Tommy jetzt an Eviltech vorbeigegangen ist, kann er sich auch sofort absetzen. You are here and we celebrate the last race together, and after the race we make a little bit party in the tent together. Und Byron grämt sich da, dass er hier am Finalrennen nicht teilnehmen konnte. Oh, guck mal, Tommy. Luke is fighting with Helmut. Oh, Ben. Oh yeah, I see that. No. Oh, and also Tommy. Oh, Ben. I'm so sorry for that. Ah, that sucks. Tommy has but Thomas Willershausen survived. Oh no, so wie es aussieht, hatte Tommy da einen Zwischenfall und hat unseren Ben mit abgeräumt. Oh, the worst thing happened. Ein ganz schwerer Rückschlag für das Chip Racing Team im Kampf um B3 in der Teammeisterschaft. But I think Ben's car is okay. Ben looks okay.
it's not completely okay. It's a little bit it's kind of crabbing a little bit when Okay. it turns to the right. Ach, und auch Tommy wird sich da über seinen Lapsus grämen. Ja, Tommy has no time to practice. Oh. That's why he dear. came from That's Agent Ben. That's Agent Ben. Tommy came. Looky here. Oh, who is the idiot in the Tommy. Hold the brakes. Yeah. Protest that. Yeah, holding the brakes. It's You killed Rookie James Bond. It's so You can't kill James Bond. Bill. Bill is 75 years old. No. Yes. Really? Und Byron kann nicht glauben, dass Bill 75 Jahre alt ist. God. Yes. I hope I'm still racing. In September he has his 75th birthday. Damn. Yeah. 10 years older than Robert Simpkins. And for a guy with his age, it's a very, very good race what he's showing here. Make no mistakes and collect the victims and take the points. Was Bill hier zeigt, ist einfach Wahnsinn. Einmal Rennfahrer, immer Rennfahrer. Tommy make the next crash. Während Tommy da den nächsten Ausflug hinlegt. But he has only 3 wheels. Einmalig, unser Tommy versucht sich da an die Box zu schleppen mit 3 Rädern. Das wird er wahrscheinlich nicht schaffen. Oh, und hier kommt Russell angeschlittert. Next Spin from Russell Hamilton. Ich glaube, das ist hohe 8 hier. Hohe 8. Zum Glück nirgendwo eingeschlagen und er kann weiterfahren. Müssen wir gleich mal schauen, was da los war. Russell kämpft heute gegen die Strecke hier. Russell hate die Nordschleife. Dickhead doing. Uiuiui. Uiuiui. yeah. Oh. Showing the paint job for the camera, Russell. That's The all. car looks good. Yeah. The car looks good. The All car okay. looks good. Yeah. Looks like the rear spoiler is rubber. Yeah, You know what? I kept running. I finished. But I know he's not. Oh, und hier Eingangsrunde 3. Luke ist jetzt ganz dicht dran an Helmut Weber. Aber Helmut lässt sich da hier nicht ins Boxhorn jagen. Ich habe heute noch keinen Fehler und keinen Wackler von ihm gesehen. Ein absolut herausragender Renntag heute für unseren Helmut hier. Und wenn Luke und Helmut das so gemeinsam ins Ziel bringen hier heute, dann werden sie wohl Chip Racing vom 3. Platz in der Meisterschaft noch verdrängen. Ach, schade, dass unser Jan Stefan hier heute nicht mit am Start sein kann. Der 3. Fahrer hier vom BTR TV Racing Team. I think the fight between Helmut and Luke is the only fight now in the field. Ben's gonna be fighting with Bill. Okay. Yes. Oh, this is gonna be awesome. But Ben was also in pit. Yeah, and now he's behind Bill. Yeah, Ben took a fast repair. Ah, okay. Yeah. It makes sense on 11th place. Ihr habt gerade gehört, Ben war an der Box und hat sein Fast Repair gezogen. Das macht auch Sinn, kommt ja auf P11 wieder raus. On P9 is more than 30 seconds away from you guys. Yeah. And he's still close to Mikey Lang. Yeah. Yep. Might have to fire Dom for next season, Tank. For what? He didn't turn up that night. He worked. He was back in time for the race. Well, yeah, he did say he was going to watch the race. Yeah. Did he watch the whole thing? Exactly. And if he wasn't racing and he wasn't watching us, then, you know, fire the bastard. Lazy jock. Oh, Michael Trackler ist near Sebastian. Und ihr habt gerade gehört, Michael Trackler setzt seinen Weg nach vorne fort. Und Trackler ist der fastest guy on track. Nachdem er seinen Teamkollege schon überholt hat, geht er jetzt hier an Sebastian Starke vorbei. Da sticht er auch schon innen rein und Sebastian kommt ein bisschen weit raus, aber nichts weiter passiert, alles gut gegangen. Eine unglaubliche Pace, die Michaela hier an den Tag legt. Echt schade um den verkorksten Start im ersten Rennen. Auf jeden Fall sorgt das Team Code Braun heute wieder für Action und Unterhaltung. Und dafür haben wir es ja auch im Laufe der Saison lieben gelernt. Michael und Eugen die ganze Saison über wirklich spektakulär in jedem Rennen unterwegs. Michael war ja der Erste, der hier unseren Leon auf der Strecke schlagen konnte. Und Eugen heute wieder mit spektakulärem Crash. Ist jetzt hier auf P16 unterwegs.
Vor ihm Russell Hamilton auf 15, ungefähr 17 Sekunden weg. Und auch unser Wulle Wolfram ist da nochmal rausgefahren auf P14 und versucht hier das Rennen und die Saison irgendwie noch vernünftig zu beenden. Und auch Tommy heute wieder mit Boxenstopp. Auto ist repariert, er liegt aktuell auf dem 13. Platz. I might have to fire Dom, because he's a lazy Scottish bastard. Byron und Tank diskutieren da, ob sie ihren Teamkollegen Dominik rausschmeißen, weil er lieber arbeiten geht, statt hier Rennen zu fahren. If he's having a fish supper instead of racing, that's his problem. Racing comes first. You get your funny before the race. Und Ben hat inzwischen seinen Rückstand zu Billnitz-Hammes zugefahren und ich denke mal jetzt auf der Döttinger wird es dann einen Angriff geben. Oh no, Ben comes near. And I think on the Döttinger Höhe, he will catch him. Unser Bill ist inzwischen hier in den Top 10 angekommen. Absoluter Wahnsinn. James Bond fights against the old guy. Schauen wir mal, ob sich da James Bond jetzt durchdrücken kann. So wie es aussieht, hat Bill da aber auch ein Top-Setup drauf geschnallt. Oh yeah, I got the good stuff on Schedule 1. Und Ben ist da auch im Windschatten dran, aber so wie es aussieht, fehlt ihm da die nötige Endgeschwindigkeit, um hier in Angriff zu starten. But he is not enough. Ben's hit the rev limiter. Ben's hit the limiter. Was he in top gear and hitting the limit? Oh no. Und wie es aussieht, kann sich Bill hier auf der Döttinger sogar leicht absetzen. Bill is faster on the long straight. Oh yes, go Thomas. Go E.T. Yeah, Bill's been practicing. His iRating is ridiculous. Und hier haben wir mal Michael J. Taylor im Bild. Der Teamkollege von Ben liegt auf dem 8. Platz und verfolgt Robert Simpkins. Ich glaube, da müssen beide noch ein Stück weiter nach vorn kommen, um den 3. Platz in der Meisterschaft zu halten. Ben beißt sich da immer noch die Zähne am Bill aus. Die Jungs sind jetzt in Runde 4 von 6. Half of the race is over. Also haben wir die Hälfte unseres Finale-Rennens hier schon erledigt. How do you pass them around in the corners, Ben? Well, you have to actually have an overspeed, generally. Can't look at the chat. It's annoying, I was hanging on to the back of... What? I was potentially... Got E.T. Evil Tech. Oh, Thomas. Evil Tech, E.T. Thomas Willerhausen. Damn, Ben, you're not careful, you're gonna blow your engine doing that. Ben, is it You must tell Ben. Ben needs more confidence on the curbs. Byron, you must tell Ben how old his enemy is. You're losing to a 75-year-old? Come on, man, get a grip. Und ihr seht sie eine halbe Runde später und Ben beißt sich da immer noch die Zähne an unserem Bill aus. Against your grandpa. Well, I don't know what the pension age in America is, though. Natürlich hatte Ben heute da ein bisschen Pech im Rennen, aber well, non-existent now. Das schmälert in keiner Weise die Leistung, die unser Bill hier zeigt. Oh, Michael Traxler, 2 seconds behind Luke. Und Michael Traxler auf dem Weg nach vorne hat jetzt mal wieder eine sensationelle Zeit in den Asphalt gebrannt. Schlappe 3 Sekunden schneller als Leon Forst und er ist schon fast am Luke vorn dran. Und ich denke mal, das wird dann noch einen heißen Fight geben. Oh, hier Michael auf der letzten Rille unterwegs, wow. Wohlgemerkt, Michael ist von ganz hinten gestartet, nachdem er das erste Rennen ja so weggeworfen hat. Absolut sensationell, während sich hier unser Ben weiterhin die Zähne am Bill ausbeißt. Still in front of Ben. Und der nächste Fahrfehler für unseren Ben und wieder muss er abreißen lassen. What a good race for Bill. What's the gap between E.T. and 3 legs? Während Thomas Willershausen auf P8 angekommen ist, 10 seconds, 11 seconds. Ein absolut sauberes Top-Rennen heute hier von E.T. But Thomas is on P8. Eines der besten Rennen, die ich bisher von Evil Tech Thomas Willershausen gesehen habe. I think this is one of the best results they shown. Oh, und plötzlich ist hier unser Sebastian verschwunden. Ach, da müssen wir mal schauen, was da passiert ist. Da schalten wir auch direkt gleich mal hin. The best result in the last race. Oh. They never throw me beers. Ouch! Oh. That's gonna hurt. That's my teammate Sebastian. What happened? They bottomed out big time. Yeah. On P5. On P5. Well, that's towards the end of the track. Stefan Belloff, ja. Now Leon opens the Penn Ultimate Lap. Und ihr habt es gehört, Leon eröffnet jetzt die vorletzte Runde. Inzwischen hat er ein bisschen mehr als 5,5 Sekunden Vorsprung auf Helmut Weber, den wir hier im Bild haben.
Der seinerseits auch ein bisschen mehr als 1,5 Sekunden Vorsprung hat auf Luke Rasputic, der jetzt verfolgt wird von Michael Draxler, der da schon ziemlich nahe gekommen ist. Michael zaubert hier eine schnelle Runde nach der anderen aus dem Ärmel. Eine irre Pace. Bin ich mal gespannt, wie lange sich Luke davon noch halten kann. 2 Runden Nordschleife, das ist eine verdammt lange Wegstrecke. Pascal ist also completely out. Who? Pascal? No. Pascal Really? Pascal Steinke, or however specifically pronounced. Is it Steinke? Ja, also Sebastian. Steinke? Ja. So wie es aussieht, hat Sebastian auch vergessen, seinen Fassrepair zu ziehen. Do you know what it is? I think I've raced against Pascal for nearly 2 years now. A lot of respect for that guy. Very clean driver. Yeah. A very lovely guy. Yeah. Go on, Bill. No, I'm unbiased. Come on, Thomas. Bill is still in front of Ben. The problem is, Woody. Oh, somebody gave Ben the top 10 hike too soon. Und unser Ben beißt sich hier immer noch am Bild die Zähne aus. Einfach herrlich. Knapp 2 Runden hat unser Agent da noch Zeit, das Problem zu lösen. Boah. It was close. Und nach dem Finalrennen jetzt haben wir dann erstmal eine 3-monatige Pause. Ich glaube, die haben wir uns auch alle verdient. The top 10 hype. That was funny. But Ben is still in the top 10. You weenie. No. With Pitstop. It was 11. Und Michael Draxler pusht hier weiter. Er feilt hier Zehntel für Zehntel seinen Rückstand runter und kommt hier immer näher. Luke kann sich da schon warm anziehen. Robert Simpkins on P6, wow. Und ihr habt es eben gehört, unauffällig, aber sauber und schnell. Robert Simpkins heute ein Top-Rennen. Oh. But I think Thomas Willershausen make enough points for your team that you can be in front of the checkered pass. But now Michael Draxler is close to Luke. Maybe there will be an attack in the last lap. Oh, and now Draxler lost his car. Oh, schade. Oh no. But no crash. Da hat Michael das Auto verloren. Only 360. Ach, schauen wir gleich nochmal, was da los war. He has enough space. Und der Rückstand ist auf fast 10 Sekunden angewachsen. Und Bergwerk. Wer Niki Lauda crasht. Ah. Wer Niki lost his ear. Michael Draxler here, oh! Michael on P4 here at 360, but nothing happened and he can go on. SpongeBob wasn't around in the 70s, but that's comical, man. Yeah. Yeah, but Absolute great race from Bill. Yeah, he's doing everything he needs to. Yeah. When you think how old he is, it's not so easy to make no mistakes. Ein wirklich sensationeller Auftritt heute von unserem ehemaligen Rennfahrer aus Amerika. And you know his nickname is Titanium Bill. He has a lot of crashes. He was a former real racing driver. Ah, fair enough. And he had a lot of crashes. That's why his nickname is Titanium Bill. You know? Yeah. He had a lot of this metal in his body. And now now the attack comes. Oh, there it is. Und jetzt nimmt hier Ben sein Herz in die Hand und geht hier vorbei. Ben has ganz sauberes Überholmanöver, da hat Bill aber auch fair mitgespielt. Better way to the curve, but P10 for Bill is also absolute great. Sebastian came out. Oh. Sebastian with pit stop on P11 in front of Tommy. Yeah. Boah, a lot of guys crashed. Sebastian ist auch nochmal aus der Box rausgefahren, findet sich aktuell auf P11. Oh, have I missed on that? Because Ben got brave. Because Bill had a little bit of a slide on. Ben got brave, but made a mistake.
Bill had a little bit of spun the wheels up a little bit. Und nachdem Ben jetzt endlich geschafft hat, am Bill vorbeizugehen, kann er sich auch sofort ein kleines bisschen absetzen. Leon hat jetzt die letzte Runde eröffnet, gefolgt von Helmut Weber und seinem Teamkollegen Luke Rasputic. Michael Draxler nach seinem Zwischenfall ein Stück zurückgefallen. Knapp 8 Sekunden Rückstand. And now we are in last lap. Leon's been an absolute beast this season. Wow. I didn't think so before the season started. Nah, Leon is far too humble for someone of his pace. He's also underranked, if you ask me. Yeah. I don't know who's in front of me. And he make no Guy mistakes. should be a much higher I rating. He make no mistakes. No, he's been flawless. He's been an absolute beast. He can concentrate. I can't do that. Heads up. Well-deserved title. Yep. Und ich denke, da wird unser Champion hier seine Rekordsaison mit einem weiteren Sieg beenden. And his enemies destroyed themselves. You see, last race and Draxler was on toilet. Does Ben have a big enough gap to Bill? He's got like about 5 seconds. Oh yeah. Ben kann jetzt einen ordentlichen Vorsprung rausfahren. I think for Bill now it's the most important thing to survive and bring it home. Out. He has 10 seconds in front of Sebastian. It's not so easy for him. Sebastian is fast. And normally you see on the lap time, Sebastian last lap he was 14 seconds faster. Ja. Und so langsam neigt sich jetzt hier unsere erste Saison dem Ende entgegen. Eine knappe Runde haben wir noch und dann ist die erste Saison unserer Historic Masters Geschichte. P12. Oh, is it last lap? Is it like yeah. Oh yeah, last lap. Cleaver P12. Okay. Und wir hatten wirklich 6 spannende Rennwochenenden, jedes Mal mit dem vollen Grid. Epische Zweikämpfe, wilde Fights, kuriose Ereignisse. Diese Saison hat alles geboten, was eine spannende Saison zu bieten hat. An der Stelle noch einmal einen ganz herzlichen Dank und ein ganz dickes Lob. Is it weird that I don't drink booze when I'm on iRacing? Einfach absoluter Wahnsinn, was wir hier alle gemeinsam auf die Beine gestellt haben und ich freue mich schon sehr auf die nächste Saison. Und ich hoffe mal, Leon hat es dann nicht ganz so leicht, seinen Titel zu verteidigen. I mean, I'm fairly certain it's in the sport and code that, you know, if you're found to be drunk or intoxicated or causing harm, it's not forbidden you're to not drunk. Huh? I think you can race when you're drunk. Our motto was don't drive without a drink. Our team motto. It's probably for like extreme cases where they are absolutely destroying stuff and they have a stream up where they can like the college scholarship races and stuff like that. Yeah. Well, I mean, to be fair, if you can hold your drink, then, you know. Und in der Zwischenzeit hatten wir nochmal einen kleinen Zwischenfall. I mean, I have to smoke before a race or I'd be... Auch den schauen wir uns noch an. You know. Okay, guys. I will go to the chat from Luke to contact him. No worries, buddy. Yeah, 5 minutes, I'm back and we'll meet all together in the main chat. Yeah, we'll stay here. Oh, Russell! Oh, stop. Car is still in good shape. Okay. All good. That's in good shape because you got STP all over it. I gotta be honest with you. Und während Russell dann noch mit der Nordschleife kämpft, der kam in 7 Meilen. reitet Leon einem weiteren Sieg entgegen. Ja. Hab richtig Schiss gehabt. Ja, aber der hat's leider. Er hat's selber weggeworfen, Bergwerk. Und ich habe mich jetzt hier bei unserem Champion in den Chat dazugeschalten. Da kommt er jetzt schon wieder in 7 Meilenstiefeln an. Ja, aber zu spät. Michael ist leider viel zu weit weg, um dann noch was zu reisen. Wäre so oder so eng geworden, aber... Sehr, sehr schade. Ich denke mal, Michael hat heute hier 2 Siege weggeworfen. Nichtsdestotrotz hat er eine sensationelle Aufholjagd hier im zweiten Rennen hingelegt. Ein würdiger Saisonabschluss, würde ich mal sagen. Aber schon top. Besser kann man es kaum machen.
Es gibt jetzt kaum noch Kämpfe im Feld. Inzwischen hat sich das Feld sortiert und jeder versucht nur noch irgendwie ins Ziel zu kommen. Tommy hat's verkackt. Mit Ben oder sowas, ne? Ja, ne, der hat einen Unfall und hat leider einen Ben mit erwischt. Und beide mussten an die Box, aber Ben liegt immer noch gut im Rennen. Ich glaube, P9. Ach, allerdings werden die Punkte nicht reichen. Hat die ganze Zeit mit Bill Netzames gekämpft für Chip Racing, um hier den 3. Platz in der Meisterschaft halten zu können. Das ist doch ein guter Weg, dass ich den Traxxor vielleicht noch einmal mitgebe. So psychologisch, ne? Ich schätze mal, die werden gestärkt zurückkommen in der neuen Saison. Naja, definitiv. Jetzt also erstmal die letzten Meter genießen hier und diese Saison sacken lassen. Da hast du wirklich deinen Stempel aufgedrückt. Das war... Da muss man auch alles erstmal ins Ziel bringen, fehlerfrei. Deswegen Gratulation, Leon. Ganz, ganz herzlicher Glückwunsch. Das war super gemacht. Danke. Hinter dir kommt der Helmut ins Ziel auf P2. P3 dann der Luke. Damit hat Luke den 2. Platz in der Meisterschaft sicher. Und Michael Traxler hat nochmal 5 Sekunden weggefeilt von seinem Rückstand und kommt hier auf P4 ins Ziel. Dahinter der neue, Matthias Schupper. Auch ein absoluter Top-Einstand hier für Matthias Schupper, der neue von Cold Brown Racing. Dicht gefolgt von Robert Simkins. Sag nochmal durch bitte, dass alle zusammenfahren sollen. Bitte alle zusammen, und so langsam laufen die Fahrer jetzt hier auch alle ein. Congrats. Guys, please stay together after the finish line. And come in the guest chat. And please in the guest chat. Let us wait at Hatzbach. Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch, Jungs. Glückwunsch, Luke, zum 2. Platz in der Meisterschaft. Dankeschön. Ich habe zu viele Fehler gemacht. Ja, ich habe ein paar Mal knapp gewesen, Alter, aber trotzdem. Hast du mal richtig schwer gemacht. Trotzdem. Helmut, das war eine absolute Sahnevorstellung, ja, Gaststart. Ah, geht. Du hast ins Ziel gebracht. Ja, das ist wichtig. Du hast die Nordschleife besiegt und das muss man erstmal in Hut vorziehen. Wir treffen uns jetzt dann gleich alle im Hauptchat und feiern noch ein bisschen. Ja. Auf jeden Fall ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Das wird auch nochmal, denke ich mal, ein großer Schritt in der Teammeisterschaft gewesen sein. Müssen wir gucken nochmal. Also, ich weiß es nicht im Kopf, aber... nächstes Mal müssen wir angreifen, du. Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber das war schon mal top, Jungs, absolute Sache. Ja, danke. Also bis gleich dann im Hauptchat, ja? Ja. Okay, I'm back. Dude. But, like, I'm so fucking proud of you, man. I think it's better to roll in because the car is we did it from himself if we stand here a long time. Hmm? Where are the other guys? Here. Hip hip hooray! There come the other guys. It's a cool parade here. Come on. Jeez. Ben nearly ran into Thomas. Okay guys, if you're finished, continue driving and we'll try to stay together. We'll wait for everyone and be together. Sorry, me and Monica are going over to each other. Yeah, I don't think I got enough fuel to make it around. No, not the entire lap. Hamilton has not enough fuel. No. Oh, that sucks. But most of the guys are here. Team Kaltverformung. Yeah, only bits. Oh man, I hope you did not get much damage on that one.
tiny bit. I was a bit slow, and, so I just got my fast repair, so it's fine. Thomas in single line or it's... But Byron, you also can be proud of Thomas Willershausen today. Oh yeah. Make a good job. That's all cars, a little bit more together, please. It was So the best race from him I saw in the series. Bill has no wheels, Thomas so he is couldn't make it. definitely getting a contract extension offer for next season. Okay. Definitely. Yeah. Yeah, you must talk with him that he don't change his paint. Let's try. So that he. Well, the thing is, every time he puts my paint job on when he signed the contract, he must put your paint on his car. You know. Yeah, I'll have to put that clause in his contract for next season. He must never take that paint job off his car. But I also think it would be interesting when you're driving with Leon in the Sunday series. Yeah, I'm happy you guys are cool with that. I really am. It's just that with Tank taking the summer off, Dom's going to be busy with work, so I need someone now we who's try going to to be park available. each car next to each other, okay? So, Leon always said he liked my paint job, so why not? Look here, Tommy make. Could you hang on? I'm still trying to finish the damn race. Who's that? Good race, Thomas. Thomas, congrats for this was the best race I've seen from you. Tommy. Yeah. Bill, congrats, it was a cool race. I got a little bit punted from the rear by... Yeah, we saw. Yeah, we saw. So I lost a little bit of... Here, watch the guys. They make a cool parade. Hey, dude, you held on into the top 10 though, so... Yeah, P8 I think. It's, yeah. By the way, contract extension for next year. Yeah, thank you. Yes. Yeah. Good man. Good job. Big Ron's proud of you. Let's wait for Russell as well. Also, Russell is on track, but he's far behind the guys. Russell. Russell. And now they must. Russell is coming. But he's too far. And now we have some cool donuts here. Come back, Russell is missing on the screenshot. Yeah. Let's move up to catch up with them. But Russell is too far behind, or? Are we gonna start again? It was an awesome season. Tackler just fucking railroaded himself. Okay, we meet at the... That was Tank. Who was it that drove? We meet at the Arabesque corner, and then the same procedure, please. So congrats from Andrew Petty It's the same procedure. from the 79. Ah, nice. What the heck is Aaron? Sind ja schon alle weitergefahren oder was? Okay, warte. Arenberg. Where Arenberg is. I'm trying to remember right now. Isn't that the first big 180? I can't go further. Yeah, Freaking 180. That's the big. Here is the big right Arabesque. under the bridge and. Going down towards the compression. Okay, it's difficult. Tommy wanted to make a photo. Yeah. But I don't know how he thinks we're gonna do that. Yeah. Maybe be able to do it. Well, he's also using specific corner names, and like Ben just said, he has no idea where Arenberg is, so he's gonna drive straight past it. Yeah. I'm gonna park up front. so cool here.
Okay, guys, I will do a shot. Thank you. Excuse me. Screenshot done or what? Ja, liebe Zuschauer, und damit sind wir am Ende dieser absolut sensationellen Saison angelangt. Ich hoffe, ihr hattet alle mindestens genauso viel Spaß wie wir und ihr seid dann alle das nächste Mal wieder mit dabei. Wie gesagt, in 3 Monaten geht es dann weiter. Leon and Ben are now jousting. Oh. Hang on, when did this become Monday Night Bowling? Why is everyone else upside down? I don't know, but Ben just doesn't float against the wall. Watch Ben Ben. woke up this morning and chose violence. No, Leon chose violence. Oh, Leon. Leon was the one who ran into him. But are the Germans causing trouble again? Ja, Matthias, Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Jungs, tolles Rennen. Schade, Michael. Ich habe deinen Rutscher gesehen im Bergwerk. Ja, so, wollte ich zu viel. So schnell, ja, das war bis dahin sensationell. Von ganz hinten nach vorn. Ja, krass, ne? Absolute Sahne. Also, Jungs, das war toll, das Rennen. Hat Spaß gemacht. I don't like being hit from behind. Also mich ist ja nur so weit nach vorne gekommen, weil ich ihn durchlassen musste. Gab Stallorder, ja, ich musste genau. ihn vorbeilassen. Genau, ja. Da ging es um Position in der Meisterschaft. Oh, ich hab die Stände nicht im Kopf, aber der kam angeflogen, da konnte ich leider nicht mithalten. Schade, das zweite Rennen, Team Kaltverfolgung, komplett Ausfall. Oh je. Die sind ziemlich weit hinten gelandet, aber ich glaube, die hatten genug Vorsprung, um den zweiten Platz in der Meisterschaft zu sichern. And I think also that Ben has enough points for third place in the championship. I don't know exactly. Left wheel, he hit me in left wheel, yeah. But it was awesome. Thank you guys. This was an awesome last race for the season. Patra? Yeah. Hello. Can I just say thank you for organising the season? Yeah, thank you. It was a lot of fun and Absolutely. It has been a lot of fun. It has been a lot of work for you. Apologies that I could not make tonight's race, but I represented it as good as I can. you did, mate. I'm so fucking proud of you. Thank you. Yeah, thanks a lot, guys. That was great fun. It was a lot of work for Patrick and Thomas. I know it was, and I do appreciate also a lot of fun. you guys did. It's such a cool community and it makes a lot of fun to do this. Yeah, and definitely. Yeah. Mr. Taylor, I'm so sorry I couldn't keep up with you, but I was hit from behind after Swedenkreuz in lap 2.
I'm so sorry for that. No, don't worry. Oh, the worst thing happened for me. Worth it. Da hast du es nochmal richtig schwer gemacht, finde ich nicht geil. Wenn ich das erste Training verpennt, dann wäre es lustiger geworden. Ja, war echt schade, aber trotzdem, die fahren jetzt noch, also das war echt die Probe. A tiny bit. I was a bit slow, and so I just got my fast there, so it's fine. The race, Michael, aside. Okay guys, if you're finished, continue driving and we'll try to stay together. We'll wait for everyone and be together for a nice screenshot or so. Let us wait. Let us wait at Hatzenbach. I don't think I got enough fuel to make it around. Bill has no wheel, so he couldn't make it. I come with a single line or whatever, or what do you want? I don't understand what you're doing. Yeah, come on everyone! Thank you. Thank you.